Heute teile ich mit euch eine ganz besondere Botschaft, die ich gerade aus der geistigen Welt empfangen habe. Und zwar geht es um die kosmischen Strahlungen oder Aufstiegsenergien, die jetzt sehr intensiv zum Jahresende einströmen werden. Und diese dienen insbesondere der Aktivierung der Zirbeldrüse, was jetzt zum Neumond am 13.12. eingeleitet wird. Was mir aber vor allem aus der geistigen Welt mitgeteilt wurde, ist, dass dies jetzt eine der stärksten Zirbeldrüsenaktivierungen sein wird, die wir empfangen können. Und es ist sinnvoll, sich darauf vorzubereiten. Von daher mache ich dieses Video, so dass wir uns darauf einstellen können. Und ich empfehle auch, das Video bis zum Ende zu gucken, denn am Ende des Videos stelle ich eine Zirbeldrüsenharmonisierung zur Verfügung, die man idealerweise nicht nur einmal durchführt, sondern nach Bedarf auch täglich durchführen kann, und zwar bis in das neue Jahr hinein. Aber jetzt erstmal zum Hintergrund der starken Energien, die uns jetzt erwarten. Zum Neumond stehen Sonne und Mond am Himmelszelt, und ich spreche jetzt nicht von der Astrologie, sondern wirklich am Sternenhimmel stehen sie gemeinsam in dem 13. Sternbild des Heilers und Schlangenträgers Ophiuchus. Und in diesem Sternbild steht zudem auch noch Mars. Mars ist ja bekannt als Kriegsplanet oder auch als Ego. Und wenn das Ego jetzt im Heiler Ophiuchus steht, dann ist das ein Hinweis darauf, dass die Ego-Strukturen hier auf der Erde in die Heilung gehen dürfen. Insbesondere zum Jahresende und auch noch ein paar Tage darüber hinaus. Ja, und diese besondere Konstellation, die aktiviert zudem unsere Zirbeldrüse. Und mir wurde mitgeteilt, dass die Zirbeldrüse in 2 Schüben aktiviert wird. Oder man könnte auch sagen in 2 Wellen. Und jede Welle dauert etwa 13 Tage. Die erste Aktivierungswelle findet jetzt statt, vom 12.12. bis zum 24.12. Und die zweite Aktivierungswelle vom 25.12., also dem ersten Weihnachtstag, bis zu den Heiligen Drei Königen am 6. Januar. Also fällt die zweite Welle zusammen mit den magischen Rauhnächten. Und bei diesen beiden Wellen handelt es sich um Energien der kosmischen Zentralsonne. Und bei der ersten Welle geht es um die Befreiung der Zirbeldrüse. Unsere Zirbeldrüse wurde sehr stark manipuliert und die kosmischen Aktivierungen wollen jetzt diese Manipulation und Störfelder auflösen, sodass eine Art befreites Denken, Handeln und Sprechen stattfinden kann. Symbolisch wird diese Welle ausgedrückt mit der Zahl 12, und wenn wir zum Beispiel in die Tarotkarten schauen, dann sehen wir dort den Gehängten. Und genau in dieser Position befinden wir uns ja momentan, schon seit Jahrtausenden, dass wir uns wie der Gehängte fühlen und eigentlich wenig Handlungsfreiheit haben. Und diese Situation darf sich jetzt ändern, indem sich das Bild um 180 Grad dreht und wir wieder eine klare Sichtweise erhalten, wieder alles richtig sehen, nicht mehr auf den Kopf gestellt. Was allerdings passiert, die alte Welt steht dann Kopf, weil wir eine völlig neue Betrachtungsweise gewonnen haben. Aber die Wahrheit ist damit ins rechte Licht gerückt und eine innere Befreiung kann in dieser Zeit stattfinden, in jedem von uns. Bei der zweiten Welle wird dann eine Art Verbindung aktiviert, Verbindung der Zirbeldrüse zu anderen Dimensionen, sodass wir diese wieder wahrnehmen können und klar sehen können. Die Verbindungen sind sowieso da, aber die Verbindungen können uns dann bewusst werden. Was allerdings bei der Zahl 13 passiert, im Tarot steht die 13 für den Tod. Das heißt, die alte Welt geht zu Ende und stirbt. Aus der höheren Perspektive allerdings erkennen wir, dass der Tod eine Illusion ist, dass nicht wirklich etwas stirbt, sondern dass es einfach nur seine Form wechselt. Die alte Welt geht aus der alten Form heraus und wird sich in eine neue Form hinein entwickeln. Ja, und diese hochschwingenden Frequenzen und Energien, die wir jetzt erwarten, die können wir besonders gut aufnehmen, wenn unsere Zirbeldrüse gereinigt oder harmonisiert wird. Und aus dem Grund stelle ich jetzt für alle hier auf YouTube eine 13-minütige Zirbeldrüsenharmonisierung online, die uns auf diese besonderen Schwingungen vorbereiten kann oder auch während dieser Zeit uns begleiten kann bis hin zu den Heiligen Drei Königen.
Und ich habe dafür eine spezielle Komposition zusammengestellt. Zum einen aus dem Klang einer alchemischen Kristallklangschale, die den Ton von Moldeweit oder Moldewit, sagt man glaube ich im Deutschen, aussendet. Ein Sternenkristall oder ein Edelstein, der an der Moldau gefunden wird und der eine kristalline Verbindungsbrücke zu den Sternen oder eben auch zu anderen Welten oder Innererde aufbauen kann. Und zudem spiele ich auch noch die bewährten Healy-Frequenzen zur Harmonisierung der Zirbeldrüse ein. Und diese Frequenzen, die laufen jetzt bereits im Hintergrund vom Anfang an dieses Videos. Und wir spielen die Frequenzen über das morphogenetische Feld ein, sodass sie jedem Zuschauer im bioenergetischen Bereich zur Verfügung stehen und empfangen darüber die hochschwingenden Frequenzen. Und wir werden sicherlich auch einige Zirbeldrüsenharmonisierungen gemeinsam machen, genauso wie jetzt, ebenso wie auch zu einem späteren Zeitpunkt in meinem Telegram-Kanal. Wenn du dabei sein möchtest, dann melde dich dort gerne an. Und jetzt wünsche ich euch viel Freude mit der Zirbeldrüsenharmonisierung und Aktivierung.